Mensch, das ist ja mal eine Familie. Die machen alles mit. Sie ist 13, das ist die Anna, die ist in der Mitte. Hallo Anna, hast du Angst, dass du runterfällst? Nee. Nee, da komm mal runter, bevor es noch passiert. Das ist die Mama von der Anna. Hallo, du bist die Alia. Hallo. Guten Morgen, wir sind in der Völklinger Hütte in Völklingen. Ja, da wart ihr heute Morgen? Ja, wir waren heute uns das Stahlwerk angucken. Ja, das Stahlwerk angucken. Wir gucken mal gerade den Papa. Komm mal mit, Alia. Denn du hast einen ganz tollen Mann, der ist Handwerker, oder? Ja, der hat mir einen Wohnwagen gebaut. Der hat ja einen Wohnwagen gebaut. War das ein Wunsch von dir? Ja, wir hatten uns zuerst normale Wohnwagen angeguckt und da hat aber alles nicht so gepasst, wie wir das gerne gewollt hätten. Und dann hat er sich entschieden, mir einen so zu bauen, dass er uns auch gefällt. Cool. Alia, ist der gut? Ja. Der Wohnwagen, Anna? Ja. Was ist da so toll dran? Er ist halt ziemlich groß und es ist halt groß und schön und da kann man halt, sag ich mal, auch während Corona können wir in den Urlaub fahren. Okay. Und wir können uns halt überall hinstellen und überall hinfahren, wo wir möchten. Du hast da keine Angst, wenn ihr da so übernachtet, weil der Sinn der Sache, wenn du mal gerade mitkommst, Anna, wir zeigen das mal gerade von der Seite. Der Papa hat nämlich einen Wohnwagen gebaut, den man so von außen, wenn man dran vorbeifährt, gar nicht als Wohnwagen erkennen kann, oder? Nee. Da ist kein Fenster drin? Also wir haben das extra gemacht, dass wir uns überall hinstellen können, einfach so, damit man halt keinen Ärger kriegt und man uns nicht so gleich erkennt. So gleich erkennen. Und das ist auch gelungen. Das heißt, ihr stand ab und zu mal an der Seite? Ja, wir können uns ab und zu mal an die Seite stellen. Es sieht ja aus wie ein Umzugswagen. Wie ein Umzugswagen, okay. Ja. Und dann erkennt man uns nicht und dann hat man auch einfach keine Angst. So ist das, ja. Hier hinten, man kann theoretisch aufmachen. Ist das auf? Genau, wir haben hier unser Heckabteil. Das ist unsere Fahrradgarage. Die Fahrradgarage. Wir leidenschaftlich gerne E-Biken. Mensch, da ist noch eine riesen Garage drunter. Genau. Und jetzt haben wir sie ein bisschen umfunktioniert für den Winter. Das heißt, jetzt haben wir nur unsere Getränke drin. Aber im Sommer haben wir unsere Räder hier drin. Das sind dann 3 E-Bikes und die können wir dann einmal komplett per Schwerlastauszug ausziehen und kommen dann wunderbar an die Räder dran. So, du bist aus welchem Ort bist du? Aus Marburg. Aus Marburg. Das liegt bei Gießen, oder? Genau, Mittelhessen. Ja. Mittelhessen. So, sind die da so erfinderisch, die Gießener oder die Mittelhessener? Die Mittelhessen können alles. Ja, das Multiplex? Ja. So, das heißt, du hast CNC-Maschinen, was hast du alles? Nein, ich habe das mit einem guten Freund zusammengebaut. Der hat eine Innenausbaufirma und der hat beim Möbelbau unterstützt. Wir haben jemanden gehabt, der hat bei der Karosserie, bei den Karosseriebauarbeiten unterstützt. Und ja, ich sag mal, was von mir selber kommt, das ist das Konzept, das ist die Technik, das sind die Stücklisten, die Berechnungen, die Gewichte, das Ausbalancieren und. Und die Idee, wie gesagt, von meiner Frau, weil die sagte, die möchte gerne kein klassisches Campingklo haben, sondern die möchte gerne eine große Dusche haben, ein großes Bad haben. Ja, und deswegen haben wir gesagt, dann kriegen wir nichts von der Stange und müssen einfach selber bauen. Boah, ist ja genial. So, das heißt, ihr habt Materialien, Bauzeit ungefähr? Bauzeit, wir haben letztes Jahr im Dezember angefangen zu planen. Im Februar haben wir dann die Bestellungen gestartet. Im April, Mai sind die ersten Teile dann gekommen und dann ging es aber eigentlich wegen Verzögerung von der Lieferung von dem Trailer im Juli mit dem Bauen erst los und dann haben wir gebaut bis Anfang Oktober und dann waren wir fertig und dann sind wir Mitte Oktober auf den ersten Urlaub gefahren. So, das war eine Frage. Das ist die Basis, ist eigentlich ein Kühlanhänger. Genau, die Basis ist ein ganz klassischer Humbauer Kofferanhänger mit Sandwich, GFK-Paneelen. Preis ungefähr von dem, was kostet? 15.000 ungefähr. Also 15.000 war die Basis, da war der komplett leer, oder? Der war da komplett leer, genau. Gut. Krass. Da oben ist eine Funkkamera dran, Genau, oder? da haben wir eine Rückfahrkamera, die auf das Handy dann drauf spiegelt vorne im Auto. Das funktioniert gut? Oder? Das geht klasse, ja. Okay. Wie gesagt, das kannst du mir gleich mal zeigen. So, hier vorne, das ist alles, das kam so verstärkt, oder wie? Genau, das kam so verstärkt, ja. Was ziemlich cool ist, der Kühlanhänger hat natürlich keine Kältebrücken, oder hat er welche? Der hat auch Kältebrücken, aber wir haben am Anfang das Ganze thermografisch ausgewertet, haben das Ganze getestet, haben dadurch gesehen, wo sind die Kältebrücken und haben dann entsprechend den Innenausbau so gestaltet, dass die alle verschwinden. So, da vorne ist die Heizung, guck mal. Da vorne ist die Heizung, genau. Genau, zeig mal bitte. Was ist da drin? Roma Kombi 6E drin. Eine 6E, Genau, also mit 6E. Elektropaket. Genau, so dass wir jetzt, wenn wir hier über ein paar Tage stehen, uns einfach ganz normal an Landstrom anhängen können und dann, ja. Preis ungefähr, was hast du jetzt ungefähr investiert ohne Arbeitszeit? Das ist mehr wie sechsstellig.
Mehr wie sechsstellig? Ja. Okay, also 100.000 sind weg, ohne Arbeitszeit. Ohne Arbeitszeit. Das, ich sag mal, das weiß man ja vorher schon, oder eigentlich? Ja, wir dachten, es wäre ein bisschen weniger, aber es kam dann hier und da noch der ein oder andere kleine Wunsch mit dazu. Welcher zum Beispiel? Was kam? So ein Schwerlastauszug, der kam noch mit dazu. Ja gut, der kostet jetzt keine Tausende, aber das geht trotzdem so 800, was kostet? Alles so ins Geld halt, genau. Ja. Dann haben wir innen drin noch einen schönen Fußboden. Ich habe gedacht, du würdest jetzt meinen Leuten sagen, hier, als er fertig waren, 32.000 mit allem. Ja, das wäre schön gewesen. Wir haben natürlich auch einfach gesagt, wir wollen nichts beim Material oder bei den technischen Ausstattungen sparen. So, du hast hier Haustechnik mit drin. 100.000 Euro, das ist ja schon einiges. Plus der Mann, der war wahrscheinlich am Wochenende ab und zu nicht da, oder? Ja, und nach der Arbeit war er auch nicht da. War er auch nicht da. Was bist du vom Beruf? Ich bin Therapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Okay, das heißt also, du bist dann auch fit in Kindererziehung, wenn du das kannst, oder? Auf jeden Fall. Ist das schwer? Ich meine, heutzutage Homeschooling und so weiter, die Kids müssen eine gute Anbindung haben. Ist mittlerweile bei euch wieder Präsenzunterricht, oder? Ja, wir haben in der Schule wieder Präsenzunterricht. Wir waren in der 6. Klasse fast das ganze Jahr im Homeschooling, aber jetzt im Präsenzunterricht funktioniert es wieder. Ist ja schade, wenn jetzt Homeschooling wäre, ihr könntet einfach fahren, ja, wann du willst. Das war ja früher, als die Kinder klein waren, da musste man ja noch nicht auf Ferien achten und so weiter, konnte man einfach losfahren. Und heute, man muss sich schon ein bisschen an Schulferien richten, oder? Ja, man muss sich leider an Schulferien richten, aber da gibt es ja genug von. Wir hoffen doch mal auf Homeschooling, dass es noch mal eine kleine Runde gibt. Dann können wir noch mal du hoffst auch Homeschooling? Ja klar, können wir noch mal wegfahren. Das wäre schön, hat sie gesagt. So von der Seite. Länge von dem, der ist ja relativ schmal. Was hat er für eine Breite? 2,10 oder? Das sind 2,1 Meter. Wir haben extra geachtet, dass wir den Trailer nur so breit bauen, dass wir den ohne Spiegel fahren können, ohne Zusatzspiegel. Also ist 2 Meter nur breit? Genau, ja. Also auch mit dem Gedanken, dass wir möglichst unauffällig unterwegs sind. Und die Campingspiegel, die verraten einen ja schon so ein bisschen. So 2 Meter mal Höhe? Innenhöhe haben wir 2,10 Meter ungefähr. Dann geht noch ein bisschen was für den isolierten Fußboden weg. Also uns bleiben noch gut 2 Meter übrig. 2 Meter Stehhöhe, gut, das langt. Dann hast du die Hubstützen hast hier vorne drin, das heißt, du kannst damit nivellieren mit denen? Genau, wir haben es aber bis jetzt eigentlich noch so gut wie gar nicht genutzt, weil wenn der Anhänger so am Auto dran ist, durch die Tandemachse, ist das eigentlich wirklich angenehm, einfach den auch so stehen zu lassen, wie er jetzt steht, ohne zu nivellieren. Okay, das heißt, du fährst auf dem Campingplatz, so wie jetzt. Jetzt sind wir hier am Stellplatz an der Völklinger Hütte. Dann hast du eine Beleuchtung an der Seite dran gemacht? Genau, wir haben noch eine bisschen Rangierhilfe gebaut, dass wir noch eine Rundumbeleuchtung haben. Auf der linken, auf der rechten und auf der Rückseite. Den Landstrom, unten den Anschluss, den haben wir ein bisschen versteckt, so dass man den auch nicht sieht. Also wir wollten die Seitenflächen möglichst wenig durchlöchern. Also kein Wasseranschluss, kein Stromanschluss, kein Außenanschluss für einen Gasherd oder sowas. Da haben wir ganz bewusst darauf verzichtet und haben das alles möglichst reduziert gehalten. So, das heißt, also von hinten kannst du es nicht sehen. Jetzt Thema Freistehen, wo steht ihr dann zum Beispiel? Ja, wo stehen wir? Also wir stehen hier und da mal bei einem Bauernhof, hier und da durch ein relativ gutes Freundesnetzwerk auch, dann einfach so in Deutschland. Zwischendurch haben wir uns auch einfach mal an Sportstadion gestellt, da wo es passt. So, Bauleitung steht drauf. Das heißt, das Ganze soll so ein bisschen durchgehen als, ich sag mal, Handwerkerauto, oder? Nein, ich bin Bauleiter. Du bist wirklich Bauleiter? Ja, ich bin wirklich Bauleiter. Geil, er ist Bauleiter, ja. Ich zeig das mal. So, das ist der Kofferanhänger von vorne. Ey, ich komme ja gar nicht drüber weg. 2 Meter Breite, das heißt, das Ding ist ultra handlich. Kannst du auch super natürlich in Italien, Spanien und so weiter fahren, gell? Ja, wir wollten erst mal uns Deutschland anschauen und dann in die skandinavische Richtung aufbrechen. Aber man kann da sicherlich auch ganz toll durch Spanien und Italien fahren. So, die Zugfahrzeuge sind ja heute Gesamtzuggewicht immer mehr ein Problem. Was wiegt denn der jetzt fix und fertig? Fix und fertig mit den Rädern, mit dem Wasser, mit den Getränken. Also wir stehen auf Glasflaschen, deswegen haben wir auch als Getränke nur Glasflaschen dabei und keine Plastikflaschen. Da sind wir jetzt so bei rund 2,7 Tonnen. 2,7 Tonnen. So, was darf noch rein jetzt? 300 Kilo, ja. Also es sind 3 Tonnen Anhänge, also wir dürften noch 300 Kilo nachladen. So, wenn du da mal aufmachst, die Box war wahrscheinlich noch nicht dabei, oder? Noch nicht dabei. So, die geht ja auch ins Geld, die ist extra für dich geschweißt worden, oder? Nein, das ist eine fertige Box von Truckstop-Box oder wie sie heißen, genau. Und was wir selber gemacht haben, das ist der Innenausbau dann. Von Truma eine Doppelgasanlage, eine Duo-Control plus noch eine dritte Flasche dann in Reserve. Cool. Sag mal, ist der jetzt zu TÜVen anschließend oder wie ist der jetzt zu TÜVen mit dem Ausbau?
Der ist mit dem Ausbau jetzt noch zu TÜVen. Das sind jetzt die ersten Touren, die wir machen. Aber ich sag mal, Gasprüfung hat er schon bekommen und alles. Und er wird aber ein Anhänger bleiben. Also es wird kein Wohnwagen werden. Hat keinen Es Wohnwagen. wird kein Wohnwagen. Was hat das für Vorteile, Anhänger? Gute Frage. Egal. Egal. Ja. So, ist ein Anhänger, bleibt auch so an der Seite. Nee, cool. Das ist Alu oder Edelstahl? Was ist das? Alu. Ja. Ist also schön leicht. Alu-Gasflaschen habt ihr gekauft, die sind ja auch nicht ganz billig, oder? Die kann man ja immer wieder verwenden. Also man kauft die ja nur einmal und dann kann man sie, wenn man irgendwann das Hobby mit 75 aufgeben würde, kann man sie zurückgeben. Also bei euch in ungefähr 55 Jahren. Ja, Genau. gut. Ich zeig's mal. So, ja, spannend ist es, wie es drin weitergeht. Ich durfte eben schon mal ganz kurz reingucken. Er ist wunderschön innen. Ihr habt Echtglasfenster reingemacht. So, das sind eigentlich die ganz normalen Seitsfenster. Die kann man, glaube ich, pimpen, oder? Genau, wir haben dann nach einem Hersteller gesucht, der uns ein Echtglas anbietet. Das war dann Vanglas gewesen. Auch super netter Kontakt mit Vanglas gewesen. Und die haben uns dann das Fenster als Echtglas auch in einer sehr tollen Lieferzeit zugestellt. So, die Tür hast du reingebaut? Die haben wir reingebaut. Ja, die ist von Tegos. Eine Tegos-Tür mit Zusatzschloss von Abus. Nach dem Motto, hier kommst du nicht rein. Das heißt, also hier einbrechen ist gar nicht so easy. Das heißt, ist ja relativ hoch hier drinnen. Das Fenster könnte man aufhebeln, aber ihr habt keine Angst, oder? Nein, haben wir nicht. Okay. Nein. Ist ja ein Bauwagen. Ja. Ist ja nichts Man hat einfach keine Angst irgendwie. Man hat keine Angst, so, cool. Gut, du hast ja auch ein Peace-T-Shirt an, da kann nichts passieren. So ist es. Nein, viele Leute fragen ja, wenn man jetzt so frei steht, gerade so Italien, Spanien, Frankreich, Autobahn, habe ich ein Video gemacht, habt ihr das gesehen, das Video, mit dem, wo die da von hinten kommen, dann anhalten, euch die Reifen pieksen und dann überfallen? Das kann ja in jedem Urlaub auch mit dem Privatauto passieren. Kann überall passieren, das heißt, ihr habt keine Angst. Nee, zu Hause kann auch jemand einbrechen. Da hat man ganz viele Glasfenster und Balkontüren. Wenn wir jetzt weg sind, können sie zu Hause einbrechen. Also wir haben keine Angst. Cool. Komm, wir gehen mal rein. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was dein Reich ist, euer Reich. Das große, ihr saßt nämlich gerade eben drin. Ihr dürft ruhig mal vorgehen, geht mal vor. Ich ziehe auch gleich mal die Schuhe aus. Denn es ist so schön da drin, der Boden, damit fängt das Ganze schon an, die Aufbautür von Tegos. Warum eine Tegos-Tür? Ich glaube, das ist einfach qualitativ was sehr Gutes, was man machen kann. Die hat uns gut gefallen, die haben wir auf Maß bekommen. Das ist einfach was Sauberes. So, die ist auch beim Zumachen, wenn die mal gerade zumachst. Mal gerade mal hören, wie die klingt. Ach, die ist elektrisch. Elektromechanisch, ja. Genau, wenn die nochmal zumachst. Die zieht sich schön bei. Ist natürlich genial. Das heißt, die ist nicht so laut am Platz, oder? Soft Close. Soft Close. Hört so ein kleines bisschen beim Öffnen. Ich kenne das ja von meiner. So, dann der Boden. Was ist das für ein Boden? Das ist ein Sitek-Boden, kommt eigentlich aus dem Yachtbau. Das ist ein geschlossenporiger PU, der dann auf Maß gefräst wird. Boah, ist das genial. Nochmal, was hast du gelernt? Ich bin Elektrotechniker. Elektrotechniker. Das heißt, U ist gleich R mal I. Sehr schön. Aufgepasst. Es gibt ja diesen berühmten Kanton in der Schweiz. Kennst du den Uri? Nee, ich habe mir das früher mal so gemerkt. Ja, U war immer oben und R mal I ist dann unten. Und dann ist U ist gleich R mal I und dann, genau, So im Kreis. genau im Kreis. Cool. So, dann fing es an. Das ist euer, ich nenne es mal Ehebett, Ja, genau. was da ist. Denn ich sag mal, ich habe mal Leute mal gefragt, wie nennen wir heute das Bett? Das war ja früher bei der Oma war immer so das Ehebett. Das ist das Elternbett, oder wie? Das ist Bett. Das Bett. Die meisten sagen nur noch Bett. Vielleicht das große Bett, aber Das ist das große eigentlich das Bett. Sag mal, da vorne ist eine Sitzgruppe. Ihr habt eben da zusammen gesessen. Man hat irre viel Platz, oder? Ja, das ist richtig groß. Wir hätten noch einen Hocker, den haben wir aber zu Hause gelassen. Wenn wir noch Nichte und Neffe mitnehmen würden, würde hier unten drunter ein Hocker stehen und dann könnten wir den noch hier vorne an den Tisch dran schieben. Warte, ich komm mal rein. Oh, ich hätte euch am liebsten gar nicht gefragt, was gekostet hat. Weißt du das? Immer noch im Glauben zu lassen, ja, vielleicht ist er doch für 30.000 zu haben oder so, aber nein. Man könnte ja auch ein normales Fenster einbauen oder eine günstigere Tür. Man könnte auch einfach günstigere Varianten an Matratzen und so sich aussuchen. Man könnte auch eine andere Toilette einbauen und dann würde das definitiv auch günstiger werden können. So, Die genau. Emma, die passt auf unser Wasser auf. Da unten. Die Emmas wo? Die Emma. Ach, da. Was ist denn das? Ein Wildschwein. Ja. Oh, wie süß. Ist das goldig. Und darunter ist der Wassertank. Genau, hier unten drunter haben wir dann 300 Liter Wasser. 300. Ja, wir wollten halt wirklich vollautark sein. Ja. Ich kann da
nachher mal aufstehen, dann könnt ihr euch das auch anschauen. Oh, zeig mal bitte. Ich will einmal kurz runtergucken. Gleich auf. Das Bett hat ordentliche Maße. Ich nehme an 1,90 Meter. Was hat's Länge? Von der Länge her sind wir bei einem knappen 1,90 Meter, genau. Und dadurch, dass wir ja nicht so groß sind, hat das auch wunderbar gepasst, dass wir hier drinnen quer schlafen. Ja. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir das so ein bisschen aufteilen. Wir schlafen vorne quer. Die Anastasia schläft hinten quer und so hat man auch so ein bisschen räumliche Trennung und geht sich dann nicht auf den Keks mit der Zeit. Kannst ja mal unsere Köpfe filmen zur Decke hin, da ist echt viel Platz. Ja. Warte, ich zeig das mal gerade. Also, wenn man gerade einen Meter zurückgehst, sei mal so lieb, Gerne. dass ich das mal zeige. Ihr habt eine Cinderella. Ich hab's schon befürchtet, ja. Genau. Ist das genial. 2 Meter breit und du hast so viel Platz hier drin. Ja. Das ist ja unglaublich. Das liegt aber daran, das ist komplett gerade. Ihr habt keine Designelemente, die keine Rundungen. Nein, wir haben ganz bewusst auf alles, was in einem klassischen Wohnwagen ist, verzichtet. Wir haben keine Hängeschränke oben rundherum, wir haben keine Regalchen mit irgendwelchen Klappdeckelchen, wir haben keine Sektglashalter. Alles das, was so in einem klassischen Wohnwagen drin ist, haben wir gesagt, wollen wir. Genau so will ich es haben. Also in Zukunft, ganz denn puristisch. die Oberschränke, die nehmen dir so viel Raum weg. Ja, das ist unglaublich. Gut, jetzt sagen Leute, gut braucht man und so weiter, aber wir werden gleich mal das Gegenteil zeigen. Du kriegst ja trotzdem alles unter. Wa? Wir haben alles dabei. Okay. Ja, zeig Wir mal. sind jetzt- Mal gespannt. Das habt ihr alles selbst gebaut hier. Die Betten, Da haben wir das Foli-Bettsystem drin das, ja. und dann haben wir hier unten die beiden großen Wassertanks. Boah, ist das schön gemacht. So, das heißt, das Fahrzeug selbst kann nicht verrotten, oder? Ich glaube nicht. Außen, die Wände meine ich. Nein. Da ist kein Holz drin. Da ist kein Holz drin. Es ist alles komplett GFK mit geschäumtem PU und dann den Aluminiumprofilen an den Ecken. Also hier haben wir kein klassisches Holz wie im Wohnwagen oder im Wohnmobilbau. Du könntest ja noch mehr Fenster einbauen. Das ist ja, wenn du wolltest, so 2, 3 könnte man noch reinmachen. Ihr habt aber bewusst darauf verzichtet, oder? Genau, wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, weil wir gesagt haben, die Außenoptik soll einfach so bleiben, wie sie ist. Dass wir das Ganze nicht als Wohnanhänger wahrnimmt, sondern als ganz normalen Transporter, Kofferanhänger, ja. Kastenanhänger, genau. Deswegen haben wir gesagt, wir machen oben relativ viel Licht rein und nicht zu den Seiten hin. Lediglich das Küchenfenster hier zum Spionieren. Ja, das ist dann für mich das. Das ist doch toll. Und du hast noch ein zweites Fenster in der Tür, hast du noch drin. Genau. Heißt, hier kannst du auch mal gucken, ob einer so davor steht oder so. Können wir gucken, ob die Kühe Ja. noch schon da sind, wenn wir auf Bauernhöfen schlafen. Nochmal, was hast du gesagt? Da können wir dann die Kühe uns anschauen, wenn wir auf den Bauernhöfen schlafen oder die Rehe, wenn man am Waldrand schläft. So, also Bauzeit nochmal. Wie lange habt ihr jetzt gebaut? 4 Monate ungefähr. 4 Monate. Ja. Wir hatten einen super tollen Möbelschreiner, der uns die Küchenmöbel hier auf Maß hier reingebaut hat. Ich habe im letzten Winterurlaub, also vor genau einem Jahr, 3 Wochen Urlaub ungefähr gehabt und da brauchte ich irgendwas zu tun. Du hast in 3 Wochen gebaut. Nein, in 3 Wochen geplant, so ungefähr. Okay. Und dann habe ich mich zu Hause ans CAD-System gesetzt und habe gezeichnet. Da haben wir ganz viele unterschiedliche Grundrissvarianten durchgespielt. Und ja, so Plausibilitätsprüfungen gemacht, was funktioniert von den Größen, von den Längen, von den Maßen her, von den Gewichten. Und das war dann das Ergebnis. Das war dann nach mehrmaliger Familiendurchsprache der optimale Grundriss gewesen für uns. Hast du eine Freundin? Ich habe viele Freunde. Viele Freundinnen. Und da war schon mal eine mit? Nee, mit dir noch mit? nie. Noch nicht. Aber da wäre Platz für 2, oder? Ja. Wäre Platz für 2. Du könntest, wenn du jetzt ein bisschen wächst, weil das befürchte ich, dass du noch ein bisschen wachsen wirst, du könntest auch quer schlafen. Und das würde auch gehen. Ja. Schläfst du quer oder ganz gerade? Das ist unterschiedlich. Nee, ich meine jetzt hier so diagonal mal im Bett oder so. Nee, Kann schon mal passieren. kann passieren. So, was lernen wir heute? Sag mal. Bildung, Reiter und Der Stoff ist mit dabei. Für Reiter und Pferd. Also doch die typische Sache, die Frauen ja gerne machen, wenn sie jung sind. So ist es Reiten. Du reitest was? Reitest du? Ich reite. Ich habe eine Reitbeteiligung auf einem ganz süßen deutschen Reitpony. Ja. Und Okay. ja, dann im Urlaub nimmt man dann mal sowas mit, wenn man dann mal Zeit So, da vorne ist eine Fernbedienung. Zeig mal, was kann die? Das ist die Fernbedienung, die kann alles anmachen. Hier mein Licht. Nee. Ach, wie Also jetzt theoretisch könnte ich im ganzen Wohnwagen mit der Fernbedienung auf verschiedene Farben. Steuern. Das heißt, wenn die schlafen nach vorne, dann könntest du das Licht anmachen. Ja. Cool. So, das ist ja heute nicht mehr so wild. Man muss aber alles installieren, muss sich vorher Gedanken machen, wo die Leitungen liegen. Papa ist Elektroinstallateur. Sag mal, beziehungsweise Elektromeister, was bist du? Ingenieur? Meister, ja. Meister, Elektromeister, so ist er. So, hier vorne, da ist ein Fenster, das kann man super zum Lüften verwenden, denn das geht, glaube ich, stufenlos, gell? Du kannst es aufmachen, wo du willst, Ja. oder? An der Seite. Wenn du es mal gerade mal aufmachst, das mal zeigt. Das ist ein cooles Fenster, das ist nicht das Standardfenster, oder? So. Also für uns war das das Standardfenster, weil wir das Größte rausgesucht haben, was wir so standardmäßig gefunden haben. Okay.
Also einfach, glaube ich, aufdrücken, das geht stufenlos, gell? Genau. Ach so, genial. Das habe ich nämlich gesehen, bei Kabe in den Wohnwagen ist das drin. Ja. Da ist das eingebaut. Und dann kannst du Stoßlüften direkt. So bleibt es dann stehen. Und hier vorne kann man noch Sachen aufhängen zum Lüften. Ja, vielen Dank erstmal. Dann hier ist die Durchreiche. Da ist noch eine Klappe. Was kann die Klappe? Ja, kannst du aufmachen. Das ist unsere Klappe, wo wir dann... Ich gehe mal kurz heran, wenn du mir mal hilfst. Genau. Ach, das ist die Durchreichklappe dann. Genau. Nee, hier unten drunter, was ist da? Hier haben wir unsere Werkzeugsachen drunter. Also Okay. hier ist ein bisschen Werkzeug, der Staubsauger, Akkuschrauber, alles was man so unterwegs mit braucht. Sag mal, Fußbodenheizung. Jetzt sind ja hier, ich sag mal, im Moment ist ja warm. Wir haben so, ich glaube, 5, 6 Grad draußen. Habt das mal probiert, so bei Minus? Oder war schon Minus? Wir waren vor 2 Wochen in Schmallenberg gewesen bei minus 5 Grad. Ist der Fußboden warm? Wunderbar. Ist warm. Also läuft man nur in Socken. Nur in Socken? Ja. Weil normalerweise sind die irre kalt. Also wenn du irgendwie kommst. Ihr habt keine Fußbodenheizung? Nee. Wir haben einen 7 oder 8 cm starken Bodenaufbau nochmal auf den Standardboden da Zusätzlich. aufgebaut. Zusätzlich, genau. Ja. Der dann nochmal mit mehreren Schichten PU dann isoliert, plus diesen SeaDeck-Boden, der selber ja auch nochmal eine ganz weiche und warme Haptik dann gibt. Das ist Wahnsinn. Ich stehe hier wirklich mit Socken und ich bin ja immer so eine Frostbeule. Ich habe immer direkt kalte Füße. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Oder bist du eher so eine... Nein, ich habe eigentlich immer meinen Mann als Wärmflasche dabei für die Füße, aber hier ist es richtig warm. So, jetzt kann man hier noch mehr Platz schaffen, glaube ich. Für den Transport wird das runtergeklappt oder kann man das offen lassen? Den lassen wir so immer. Lässt du offen? Ja, das ist eigentlich nur zum Hochklappen, wenn wir... Kannst du hochklappen? Ja. Okay. Mach mal, ich will mal gerade mal das Raumgefühl ohne Tisch. Weil so ein Tisch, wenn man sich mal umziehen will oder so, das geht sehr schnell, das Hochklappen. Ja. Sag mal, du hast alles ausgehöhlt. Das ist mir auch schon, das spart Gewicht, oder? Das hat mein Schreiner gemacht, ja. Der baut auch Sprinter aus. Jungen Innenausbau ist das und der kennt sich dann mit dem Thema Leichtbau dann sehr gut aus. Und von daher war das wirklich der passende Partner an der Seite. Cool. So, da vorne, da seid ihr. Zu dritt, das war auf dem Bauwerk oder wo war der? Das ist das Kohlekraftwerk in Leipzig. Oh, Da ist cool. sie noch kleiner als wir. Da ist sie noch kleiner als ich. Erst 2 Jahre her, glaube ich. 2 Jahre her. Ja, die Kinder wachsen ja irre. Das heißt, man muss das aber schon beachten. Die können ja größer werden als man selber, was ja hier der Fall ist. Ja, wir hatten einen Wohnwagen gesehen, wo die Kinderbetten 50 cm breit und 1,75 groß sind. Und da haben wir gesagt, wir wollen, dass unser Kind auch in der Pubertät und nach der Pubertät noch mit uns in Urlaub fahren kann und sich daran freut. Und haben gesagt, die kriegt auch ein Bett, was 2 Meter breit ist und 2 Meter lang und 1,20 breit, damit sie eine Freundin mitnehmen kann. Und wenn sie mal einen Freund hat, dann schläft er dort, wo eigentlich die Fahrräder sind. Das ist auch die Jungenklappe. So, und hier vorne habt ihr drahtloses Laden habt ihr eingebaut. Ja. Geht ja heute alles. Das ist drin. Die Sitzbank, da ist auch noch was drunter. Was habt ihr? Aber nur dreckige Wäsche. Ja, zeig mal. Ja. Achso, willst du nicht zeigen? Okay, gut. Dann haben wir das nicht. Aber hier vorne, da hast du dann noch eine Ablagemöglichkeit, die hast du geschaffen. Wir haben unseren Beamer dabei, weil wir haben auch gesagt, wir wollen keinen klassischen Fernseher hier drin haben. Das heißt, Beamer? Ja. Zeig mal. Ihr habt einen Beamer. Wir haben einen Beamer. So einen kleinen Beamer, oder was? Genau. Da steht drauf Nebula übrigens, wenn ihr sowas kaufen möchtet. Ist der gut? Der ist total super. Ja, den stellen wir dann, Netflix, oder was macht ihr? genau, den stellen wir dann hier hin. Ist Netflix schon eingebaut in den Beamer? Oder? Das ist eingebaut, ja. Cool. Und dann ist das unsere Videofläche und dann können wir abends hier schön im Bett liegen. Ja, du darfst mal anmachen. Denn, ach, der ist komplett drahtlos mit Batterie, oder was Ja. geht der? Wie lange hält der, die Batterie? 3 Stunden ungefähr. 3 Stunden. Preis, was kostet Ui. er? 2000? Nee, um Gottes Willen. Ich glaube so um die 300 Euro, 400 Euro. oder 400 so. Euro? Ja, Komm, wir machen mal hier zu. genau. Mach du mal da. Ist das geil. Da die Software, da ist es Android drin. Das heißt, du kannst alles drauf laufen lassen. Genau. Und in der Regel verbinden wir ihn aber mit dem iPad oder mit dem MacBook. Und dann, ja. Jetzt haben wir natürlich erstmal keine WLAN-Verbindung. Die müssten wir erstmal aufbauen, dann mit dem Handy. Ach, der zieht sich die Schärfe automatisch. Genau, der zieht sich automatisch. Das war es jetzt schon. Und ist für abends ein super Bild, wirklich. Wie krass. Und wenn du es größer haben möchtest, dann könntest du noch auf die Wand gehen. Theoretisch. Genau. Dann Mach mal, dreh mal gerade. Einfach auf die andere Wand. Und man könnte dann hier sitzen. Gut, ist natürlich im Bett liegen, ist das hier viel schöner. Ja. Wenn du den jetzt quer machen würdest, der würde die entsprechende Verzerrung würde automatisch anpassen, gell? Die
horizontale Verzerrung, die gleicht da aus. Die gleicht vertikale müsste ich von Hand ausgleichen. Aber das würde gehen. Das heißt, du könntest ihn auch quer aufhängen Genau. oder so. Ja. Ist das geil. Das heißt, was ich stark finde, ist diese vollautomatische Schärfen. Ja, ist super. So, und jetzt ist ja noch ein bisschen hell hier drin. Das heißt, es geht noch besser. Habt ihr ab und zu mal geschaut da drauf? Auf den? Abends immer, ja. Wir machen dann unsere NTV-Runde und unsere Hessenschau-Runde. Und das ist so Pflichtprogramm. Im Familienfilm. Was habt ihr geschaut an Weihnachten? Wir haben James Bond geguckt. Den neuen. Ja. Den gab's das dann aber. Den gab's, stimmt. Sehr schön. Ja, dann machen wir mal aus, machen wir nochmal Licht an. Denn wir zeigen gleich mal das Wichtigste an diesem ganzen Wohnwagen, der mich unglaublich umgehauen hat, ist nämlich nicht die Küche, die werden wir gleich auch mal zeigen, die ist auch richtig klasse, sondern ist das Bad mit Cinderella-Trenntoilette. Auch da habt ihr euch vorher erkundigt, was am besten ist, oder? Da brauchten wir uns nicht erkundigen. Mein Mann wusste sofort, was am besten ist. So, Cinderella ist mit drin. In der Praxis jetzt, klappt das? Ja, das ist so einfach. Also das ist das Einfachste. Das ist wie eine normale Toilette, nur dass man sozusagen eine Filtertüte einlegt und auf einen Spülknopf drückt. Das ist so einfach. So, das heißt, du kannst normal duschen. Autarkie hier drin, was habt ihr an Batterien? Lithium-Ionen, also Ja. Lithium-Eisenphosphat, Ja. Leintron mit 200 Ampere-Stunden. Also Line von 200 Ampere-Stunden auf 12 Volt, nehme ich an. So, wenn du mal kurz mal öffnest, bitte, sagen wir gerade. Denn die Cinderella muss man noch mal für alle nochmal erklären. Wenn man ins hier auf dieses Handtuch tritt, das ist irre warm. Also es ist unglaublich. Das heißt, du kannst hier duschen wie zu Hause, oder? Ja. Ich baue jetzt erstmal die Cinderella auf. Ja, das ist die Tüte. Das ist die sozusagen Filtertüte wie aus der Kaffeemaschine. Die hat dann eine Öffnung. Ja, man sollte nicht die für einen Kaffee benutzen, sondern die gibt es von Cinderella. Auch mit dieser Halterung. Die wird dann hier eingesetzt. Das ist alles hygienisch. Das ist, glaube ich, dafür gedacht, damit das Edelstahl auch immer schön bleibt, oder? Ja. Wenn man dann die Brille drüber setzt, ist auch hier der Rand alles sauber. Und dann geht's rund. Und wenn man fertig ist, Weil- macht man den Deckel zu. Ich stelle mir nämlich, Soll ich spülen? genau, wenn du mal kurz wartest, also das heißt, er würde dann verbrennen. Merkt er, wenn fertig verbrannt ist? Oder wie? Oder ist der Verbrennungsvorgang immer gleich? Ich Das müssen wir glaube, der dauert immer so eine Stunde ungefähr. Nee, du brauchst es nicht verbrennen, das passt. Ist da was drin? Habt ihr was gemacht in letzter Zeit? Ja, es läuft noch. Da darf ich es mal sehen? Oder ist das. Achso, es läuft jetzt gerade. Hand verbrennt sie, ja. Es verbrennt gerade. So, das heißt, das geht vollautomatisch. Du musst dich um nichts kümmern. Nein, überhaupt nicht. Also wir fahren jetzt eine Woche oder anderthalb Wochen sind wir jetzt unterwegs und machen da einfach gar nichts, außer ganz normal auf Toilette gehen. Und wenn wir dann wiederkommen, dann machen wir einfach unten den Aschebehälter leer. Krass, hast du gemerkt draußen, als wir gedreht haben, da hat da irgendwas abgekippt in den Graben da rein. Auf so Stellplätzen passiert das ja schon mal, dass Leute irgendwas entsorgen an Stellen, die sie nicht sollen. Aber das kann hier gar nicht passieren. Das heißt, du bist hier komplett so wie zu Hause, oder? Ja, das finden wir auch total schade. Das macht auch das Campen für viele Anbieter dann nicht mehr attraktiv, dass die ihre Stellplätze nicht mehr anbieten, wenn andere Menschen dann wild ihre Chemietoiletten ausgießen. Und wir finden das auch umweltfreundlicher. Das ist ohne jegliche Chemie. Die Tüten sind aus Papier, die verbrennen auch rückstandslos. Ein bisschen Toilettenpapier und das war's. Die Abwärme kann man wunderbar zum Heizen nutzen. Die Abwärme zum Heizen. Das heißt, wenn der Schornstein, der geht dann durchs Fahrzeug durch oder wie läuft Genau, der läuft hier in der Ecke dann einmal über Dach. das? Über Dach. Ja. Und die Wärme, wie wird die dann genutzt? Wie kommt das? Im Allgemeinen durch die Toilette selber ist natürlich der Raum hier vom Badezimmer der wärmste Ordentlich Raum. warm. Und deswegen haben wir immer die Tür offen auch. Ja. Okay, wenn die Tür offen ist, riecht man da irgendwas vom Verbrennungsprozess? Nix, gell? Gar nichts. Sowas. Nicht mal, es verbrennt ja gerade. Nee, Ja, das läuft. du riechst überhaupt nichts. Trotzdem, man muss hier ein bisschen aufpassen. Also die Installation ist nicht ganz trivial. Da sollte man sich exakt an die Bedingungen halten, oder? Auf jeden Fall. Also jemand, der noch keine Toilette eingebaut hat, so in der Richtung, mit der Komplexität, der sollte sich dann auch wirklich vom Fachmann Hilfe holen. Anna, wenn du mal gerade das Licht hier auf Vollgas stellst im Bad und die Mama geht mal kurz in die Dusche rein. Bitte nicht anmachen die Dusche, du hast noch Klamotten an, denn das geht nicht. Die 2 ist das. Welche Leitung? Die 2. Das heißt, es gibt mehrere Kanäle. Jetzt bist du grün. Ja, Du siehst aus wie so ein Schlumpf. Warte mal. das war jetzt zu ziehen. Ach, da ist der Vorhang. Aber ich mache ihn auch wieder auf. Das ist ja cool. Da oben ist ein Max-Vent, habt ihr eingebaut. Dann habt ihr überall Sachen angeklebt.
Ja. Das macht doch Sinn, das kann man wieder entfernen. Ja, wir sind ja auch im Schnee unterwegs gewesen und da kann man dann ganz gut seine Schneehosen oder Anoraks drauf aufhängen oder auch im Regen. So, das ist eine normale Duschtasse, die drunter ist. Genau, normale Duschtasse, auch aus dem Campingbereich. Aber Alia war es wichtig gewesen, dass wir so eine 80 auf 80er Dusche haben. So wie man sie zu Hause oder im Hotel halt auch hat. Krass, wie viel Platz du noch hast. Also so eng ist, also man muss hier kein Waschbecken hochklappen, keine Toilette zur Seite schieben oder so, sondern einfach. genau, wenn du dich mal gerade drehst, dreh ich mal gerade. Das geht problemlos. Das heißt auch bücken, Füße waschen. Ja, kann hier auf einem Bein stehen. Gut, es gibt ja auch Toiletten. Also ich erwähne immer dazu mein neuer Van, der da ist. Da ist alles ein bisschen enger, wie es da ist. Das ist groß. Was mir gut gefällt, ist hier die Armatur, die ihr gewählt habt, mit so fallendem Wasser. Das sieht schön aus. Ach, es gibt eine Elmex jetzt in Purpur. Was ist das für eine? Oh, keine Ahnung. Professional. Professional. Für die gute Zahnpflege. Hier unten drunter, was ist da drin? Das ist unser Badschränkchen. Klopapier und so. Genau, da haben wir jetzt unsere Kosmetiktaschen, Handtücher. Warte, Hier ich mach noch mal grad Licht an. Unser kleiner Föhn. Ah, zeig mal. Der ist ja süß. Kleiner Föhn, der auch für den Wohnwagen geeignet ist. Dann steht dort noch später, wenn wir fahren, unser kleines Seifen- und Cremetäschchen drin, Klopapier. Wie schon gesagt, hier sind dann Waschlappen und Handtücher. Und Ihr habt euch super reduziert, finde ich. Das heißt, hat nicht jeder 7 Handtücher dabei. Und ihr seid jetzt wie lange unterwegs jetzt auf der Tour? Wir sind 1 bis 2 Wochen unterwegs. Jetzt, heute. Also Ja, jetzt wir haben vor, noch eine Woche unterwegs noch eine Woche unterwegs zu sein. genau. Und dann sind die Ferien. Du hast hier tolle Bänder eingebaut, das heißt nichts dem Zufall überlassen. Das kriegst du so schnell nicht kaputt, so ein Klavierband, oder? Aus Edelstahl. Genau, das war auch Empfehlung von meinem Schreiner gewesen. Der hat ja den Möbelbau hier drin gemacht und sagte halt ganz klar, wir nehmen da schöne massive Edelstahl-Klavierbänder über die gesamte Länge und keine klassischen Möbelscharniere, 3 oder 4 Stück. Somit erhoffen wir uns dann auch wirklich eine gute Langlebigkeit. Du, es würde mich mal sehr interessieren, wie waren denn bisher so, der wurde wann fertig, der Wagen? Mitte Oktober. Mitte Oktober, das heißt, ihr hattet ja nicht die Möglichkeit, da jetzt groß auf Campingplätze zu fahren, oder? Wir würden auch nie auf Campingplätze fahren. Frei. Ja, Steht hier meistens. Gut, ihr seid ja am Stellplatz jetzt hier. Genau, hier sind wir auf dem Stellplatz. Und ansonsten wird es auch Stellplätze geben, wo wir stehen dürfen. Also wir wollen nicht irgendwo uns illegal hinstellen. Das haben wir nicht vor, aber wir sind nicht die Familie, die auf den klassischen Campingplatz fährt und da so eine Campingplatzatmosphäre genießen möchte. Würde aber auch gehen zur Not. Spanien, ganz alleine, irgendwo, kleiner Campingplatz. So, kommen wir mal zum Wichtigsten überhaupt, Kleiderschrank. Haben wir auch? Denn Frauen brauchen ja viele hängende Kleider, wie ich sehe, du nicht. Nein, wir gehen ja auch campen und nicht ins Theater und sonst habe ich auch die Bluse an. Also man kann auch eine Bluse anhaben. Passt. Passt. Die kann man auch zusammenlegen, das ist auch okay. Stimmt, okay, das heißt, Jacken und so, wo kommen die hin, wenn ihr jetzt irgendwas habt? Also die Jacke, die hängt vorne im Eingangsbereich, da hängt jetzt seine, unsere sind jetzt gerade im Auto, weil es ja recht warm draußen ist, aber sonst würden da unsere Jacken daneben hängen. Und Also die praktisch wie zu Hause. Ja, und die Schneehose in der Dusche, also alles wie zu Hause. So, bevor wir gleich mal zur Küche kommen, zeige ich mal gerade, das ist Victron Energy, das ist aus dem Bootsbau, was ordentliches. Genau, wir wollten was Gutes, Massives haben, sind da auch gut beraten worden, was die ganzen Komponenten angeht, für PV-Anlage, für Display, Batterie, Wechselrichter, ja. So, vorne hast du Lichtsteuerung mit drin. MyLight heißt das Ding. Funktioniert gut? Funktioniert super, ja. Flackert auch nicht. Nein. Das ist ja sehr selten, dass jemand das System hat von Lavazza. Das siehst du wirklich extrem selten. Ist der denn so viel besser, der Kaffee? Wir haben eigentlich nur Lavazza-Kaffeemaschinen. Wir reduzieren uns auf Espresso und brauchen keinen Kaffee-Vollautomat. Also auch das in reduzierter Form, so wie das restliche Leben. Und dementsprechend gibt es zu Hause nur eine Lavazza und für unterwegs gibt es ja die Lavazza Tiny und dann war das für uns die passende Maschine für unterwegs. So, auch hier oben drüber habt ihr keinen Oberschrank. Das ist natürlich nicht möglich bei der Fahrzeugbreite. Würde alles kaputt machen, aber so hast du richtig viel Platz. Und du hast ein tolles Kochfeld gewählt, sehr spacig. Das Ganze ist ja so weiß. Weiß würde ich ja hier drin erschlagen, wenn du keine, ich sag mal, Kontrastflächen hättest. Die hast du hier geschaffen. Genau, deswegen haben wir gesagt, farblich setzen wir die Küchenzeile ein bisschen in dem Grau-Grünton ab. Und dann haben wir auch die
Kochfeldkombination genommen, dass wir halt nur ein Teil hat, was wir da einbauen muss und was auch dann optisch so ein bisschen da reinpasst. So, und zufällig war dann die Kaffeekanne war auch in grün, ne? Ganz zufälligerweise. Okay, verstehe. So, wenn du mal aufmachst, machen wir hier vorne auf. Ja. Gucken, wie viel Platz da drin ist. Das hat der Schreinerkollege. Was sind denn das hier für Scharniere, für Schlösser? Sehr massive Schlösser. Mhm. Ja. Da klappert auch nichts gut. Man fährt ja hier nicht mit, Nein. aber es würde auch nichts klappern, ne? Fest. geschlossen. Fest. Ja. So, und dann, warte mal gerade, wenn du mal gerade, ich glaube, es geht so. Wenn du gerade hier vorne mal aufmachst, bitte. Und dann mal reinschauen. Ah, Euroboxen. Ja, da haben wir jetzt, sage ich mal, sind wir noch am Finden, wie wir das Ganze aufteilen, was wir wohin machen. Das ist noch so ein bisschen Findungsphase. Okay, verstanden. So, das Besteck ist wo? In der Besteckschublade. Besteckschublade. Ein Gewürz. Die ist Okay. so groß, da passt so viel rein. Da passt wirklich viel rein. Also ich habe zurzeit immer dabei eine Gabel, einen Löffel, einen Teelöffel. Ich habe von jedem nur eins dabei. Das hat den Vorteil, man braucht immer nur eins. Also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich allein unterwegs bin. Wir haben für jeden eins dabei und noch einen Löffel zum Auflegen oder Umrühren. Also wir haben ein Vierer-Set immer dabei. Aber man will ja sowieso danach abwaschen und dann kann man es ja auch für das nächste Essen benutzen. Aber ein Backofen musste sein, oder? Ja, das ist natürlich ganz toll, wenn man mal sich ein Brötchen zum Frühstück machen möchte oder eine Pizza abends. Klasse. So, mal bitte Kühlschrank öffnen, das kennt ihr ja schon. Ich habe den leer geräumt für mich. Nichts drin. Doch, da ist was drin. Cola Mix Sticks. Da war die wahrscheinlich noch 9, die Anna, als ihr die gekauft habt. Aber ich esse die aber selber, muss ich sagen. Der ist jetzt voll. Der ist voll. Also mittelvoll, voll genug. Aha, ihr wart bei Domino's. Pizza essen. Habt ihr euch bestellt. Rügenwalder, das ist interessant, ihr schreibt die Namen drauf auf die Teewurst. Nein, das ist ein kleiner Spaß. Zu dem soll ich mich nicht weiter äußern. Welcher Spaß ist das? Das Pony heißt Wally. Das Pony heißt Wally. Boris hat ihr den Namen Teewurst verpasst. Und seitdem, ich kann auch ein Foto von ihr zeigen, seitdem heißt diese Teewurst Wally. Die Teewurst heißt Wally. Ja. Ja, zeig mal ein Foto von Bonnie. Ist aber nicht so, dass die Wurst aus der Wally gemacht wurde, oder? Nein, da würde ich böse werden. Die Gut. Wally, ein schönes Bildchen von der. Was ist das da hier? Das sind Süßigkeiten da. Sag mal. Ach, das sind die Celebrations. Genau, das. Ich habe gar nicht gewusst, dass es die in einer campingfreundlichen Ausführung gibt. Okay, verstanden. Ja, das Wally. Das Wally, zeig mal Wally. Ja, ein bisschen näher. Da ist der Wally. Das ist ein Dings, ein Pony. Jetzt müssen die Leute die Farbe vergleichen. Ah, jetzt habe ich verstanden. Ich finde, dass sie sich nicht sehr ähnlich sehen. Aber So, die laktosefreie. Ist das ein Unterschied, laktosefrei? Merkst du das? Wenn man eine Laktoseintoleranz hat, dann merkt man das ganz deutlich. Hast du eine? Meine Tochter hat eine. Hast du Bauchweh und so? ja, Dann, die kriegt eine Übelkeit. das kenne ich ja von anderen. SZ habe ich früher, meine Oma hat das immer gemacht, aus Brot. Natürlich unten drunter mit Butter. Das muss ja auch noch sein. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, liebe Zuschauer. Also wenn ihr das kennt, dann seid ihr alt. Ja, so viel kann ich nur sagen. Ich kenne das aber auch. Du kennst das auch, ja. Schmeckt eigentlich ganz lecker, wenn man keine Butter drunter macht. Aber meine Oma, sie ist ja schon tot, es sei denn vergönnt. Gut, Noch leckerer, wenn man das Brot auch weglässt. wenn man das Brot auch weglässt. Okay, schön, ihr seid erlöst. Und der Kühlschrank hat hier unten noch eine extra Sicherung, die man zumacht, wenn man auf Reisen geht, damit er nicht aus Versehen aufgeht. Ist schon mal passiert, dass ihr es vergessen habt? Nö, wir haben ja unseren Boris dabei und der sichert Checkliste. das immer noch mal alles nach. Also uns ist das natürlich schon passiert. Ja, schön. Also ich zeige dir mal deinen Bereich, einmal mal ganz durch. Das ist also der Schlafbereich. Bettgröße hin? Bettgröße hinten haben wir so 1,30 Meter auf knapp 2 Meter. Knapp 2 Meter. Das heißt, du hast eigentlich fast das größere Bett, oder? Ja, ich bin ja auch alleine. Oh, alleine. Links ums Eck rum, da ist nochmal so ein kleines Staufach über den Kühlschrank. Da, also okay. Das ist schon praktisch, oder? So ein Ja. Fach zu haben. Da habe ich jetzt gerade die meines Mäppchen hin hier. So, da kann doch nichts rausfallen aus dem Fach, oder? Nee, hier habe ich noch so ein kleines Ding. Da ist eine Kiste mit drin für deine Sachen. Das Coole ist, das heißt, du kannst die beladen, die Kiste, kannst dann komplett die Kiste mit reinbringen, oder? Ja, Oder- also die steht hier immer drin und dann kann man.
Pferdebücher? Nein. Das sind Schulbücher. Schulbücher. Ja, trotzdem muss ja auch lernen während der Fahrt. Ja. Ist das schwer in der Schule mittlerweile? Nee, es geht eigentlich. Also 7. Klasse ist jetzt nicht ganz so toll, die 6. und so, aber es geht. Das ist Kindergeburtstag, oder? Was ist so Lieblingsfach bei dir? Mathe? Ja, Mathe Mathe, oder gell? sowas, ja. Ja, der Papa ist ja auch Elektromeister. Dann ist die Tochter, die ist ein Mathe-Genie. Du selbst, du warst jetzt vor kurzem in Saarbrücken, muss man sagen. Das heißt, du könntest dir vorstellen, auch in so einem Wagen denn hier zu stehen, wenn du unterwegs bist? Jetzt allein zu fahren oder ist das eigentlich ein Familiengefährt? Also ich könnte hier alleine stehen oder auch mit meiner Tochter alleine Urlaub machen, aber ich würde nicht fahren wollen. Nee, also ich hätte ja auch alleine keine Angst, aber es ist unser Familienauto. Ist es so Männerkrams, oder? Das Fahren. Das heißt dann, du hast erzählt, dein Mann kann super fahren, oder? Ja, also hätte ich vielleicht einen anderen Mann, würde ich sagen, ich fahre, aber gegen ihn, da hält keiner mit. Der kann so gut dieses Auto 400 Meter rückwärts über Serpentinenstraßen fahren, weil es nicht zu wenden geht. Das kann keiner. Also da versuche ich das erst gar nicht. Ist mir schon passiert in Kroatien. Da bin ich dann vorne weggefahren. Google Maps, man sollte nicht mehr auf Google Maps hören. Weil der schickt dich über Straßen, da kommst du mit so einem Gespann nicht durch. Genau, das passiert dann, ja. Aber wir kommen trotzdem irgendwie wieder zurück. So, ihr müsst mir mal einen Gefallen tun. Ich gehe jetzt mal kurz vor. Wenn du dich mal gerade hinsetzt, bitte, liebe... Wohin soll ich mich setzen? Dort, wo dein Mann gerade sitzt. Oder du kannst dich auch reinlegen ins Bett. Das geht auch. Oder mal setzen auf die andere Seite. Ich will nur mal gerade das Raumgefühl noch mal zeigen, komplett. Was man auf 2 Meter machen kann, wenn man mal auf die innere Stimme so ein bisschen hört. Denn so die Lümmelposition, das ist ja auch genial, oder? Ich habe hier wirklich Beinfreiheit. Beinfreiheit. Und man könnte ja jetzt mit solchen, ich sag mal, Wanddekoren können wir noch ein bisschen was machen. Was mir auffällt, hier unten drunter ist warm. Das heißt, da geht was durch. Da geht eine Wärmeleitung durch. Wir haben hier unten ja Warmluftdüsen. Überall. Ach, die kommen da raus. Ja, genau. Das ist irre warm drunter. Der Boden ist der Hammer. Ja. Und keine Fußbodenheizung. Du hast total warme Füße. Also ich verstehe es nicht, wie das geht. Ich hatte früher mal einen Wohnwagen, halt so einen normalen Wohnwagen und der war halt echt kalt unten drunter. Aber durch die Isolierung, das ist natürlich eine Mörderisolierung drunter. Ne? Genau. Ja. Wir haben auch wirklich gesagt, wir bringen die warme Luft hier einmal über das Bad in den Truma-Schläuchen bis nach hier vorne, führen das hier vorne noch einmal um die Wassertanks rum und lassen das dann hier vorne auch noch zweimal rauskommen. Also so, dass wir auch die ganzen Wasserleitungen und die ganzen Kabelzugschächte, die wir hier an den Seiten haben, dass die alle auch mit beheizt sind, dass wir da auch keine Kältebrücken oder kalte Flächen bekommen. Das liegt halt an der autarken Idee, dass wir wirklich zu jeder Jahreszeit überall stehen können. Was ich genial finde, es ist auch nicht feucht hier drin. Du hast kein feuchtes Klima im Moment. Du musst aber schon lüften, oder? Ja. Das heißt also, man geht ja hin und verliert ja auch ganz viel Wasser nachts. Ja. Genau, also wir machen nachts in der Regel hier so einen Max-Fan auf, stellen den dann auf 10% Umluftbetrieb, dass wir halt einfach dann hier 10% schöne, kühle, frische Luft reinschaufeln und im Bad, den stellen wir dann auf 10% Abluft und so ist wunderbar. So Und ein schöner dann Kreislauf. zieht er immer und entfeuchtet. Unser Triebgasalarm anleuchtet. Ach, da vorne. Deswegen haben wir auch keine Angst, dass irgendetwas passieren würde, weil wir einen Triebgasalarm haben. Ihr habt einen Triebgasalarm, okay. Ja, okay, also Auch ich überlege mir. Narkosegas, also wenn jemand jetzt in den Ventilator irgendwie Narkosegas einleiten wollen würde, würde der Gasalarm angehen. Okay. Ja, ich habe da so eine ganz eigene Meinung, weil man hört immer so viel von Narkosegas, aber ganz viele sagen sogar, die müssen gar nicht narkotisiert gewesen sein. Die sind teilweise so leise, auch bei den Standardautos. Das hier ist ja schon was anderes, das aufzukriegen. Das heißt, das ist ja kein 0815 Ducato, wo du weißt, beim Schraubenzieher einmal reindrücken und da die Stelle hoch und so weiter, sondern du musst dir hier schon Gedanken machen. Da haben viele natürlich keine Lust drauf, hier sowas Spezielles zu knacken. Dann ist noch ein Zusatzschloss draußen drauf, da sind Echtglasfenster drin und so. Das ist nichts für mal eben rein und raus, oder? Nee, das ist schon massiv. Ja. Gut, man könnte mit einer Trennscheibe, oder? Würde gehen, klar. Gut. Nichts ist einbruchsicher. Sag mal, wenn du mal Wir sind auch gerade wirklich im Kalten unterwegs. auf Maximum machst, die Helligkeit bei deinem MacBook. Genau, ruhig mal Vollgas geben. So, das ist was? Das ist vor 3 Wochen oder vor 2 Wochen in der Nähe von Winterberg, in Schmallenberg. Da waren wir dann bei -5 oder -10 Grad dann unterwegs. Und? Kein Problem. Ja, wunderbar, wirklich. Auch auf einem legalen Stellplatz neben einer Almhütte. Ja.
Wunderbar. Warte mal kurz, wenn du mal gerade mir das einmal zu mir drehst. Einmal. Ich nehme an, du hast noch 1, 2 Bilder für mich. Aus dem Bau noch 1, 2 Bilder? Aus dem Bau, da haben wir auch ein paar Bilder, ja. Ja, zeig mal. Ja. Wenn du gerade das Notebook ein bisschen mehr zu mir drehst, also zu mir einfach ranziehst. Super, da kann ich dann besser filmen. Noch ein gutes Stück mehr zu mir. Ja, so ist klasse. Wir haben hier ganz, ganz viele Bilder vom Bau. Das ist beispielsweise der Boden, nachdem er angeliefert worden ist, bei uns im Wohnzimmer zu Hause. Warte, ich mache mal gerade mein Licht aus. Ist etwas besser mit dem Sehen und ich ziehe mal ganz kurz den Zoom auf. Jetzt kann man super sehen. So, das war der Boden. Das heißt, ihr habt den auf Maß angefertigt, so eine Schablone zu zeichnen. Brauchtest du gar nicht, die kam aus dem Rechner oder hast du die vor Ort angezeichnet? Die hat der Schreiner von mir auch gemacht, die Schablone. Das heißt, der hat das alles mit dem Bodenbauer abgestimmt und dann haben wir die Farben noch ausgesucht und die Muster. Plus die Gravur, die wir auf der Mitte drin haben. Und der hat dann gefertigt, hat uns das per Post rübergeschickt, dann haben wir den eingebaut. Krass, und der ist jetzt hier wahrscheinlich auch verklebt, oder? Der ist verklebt, ja. Machen wir das nächste? Wir können ja mal, Nur ganz leer ist. wo man ganz leer ist. Ja. Boah, ist das viel Arbeit. Da. Ach so, da. Genau. Krass, da habt Das ihr alles war dann- eingemalt. Genau, das war die letzte Plausibilitätsprüfung, bevor es zum Karosseriebauer ging. Okay, das heißt, ihr habt euch drin bewegt, oder wie? Genau, wir haben dann alles einmal noch aufgezeichnet, haben dann innen drin unsere Zeichnung aufgehängt. Ja. Und das war so die letzte Plausibilitätsprüfung, dass wir gesagt haben, die Gänge müssen passen, die Sitzflächen müssen passen, die Höhen müssen alle passen. Und dann haben wir den so zum Karosseriebauer gegeben, der uns dann die ganzen Öffnungen reingeschnitten hat. So, was ist noch drauf? Sag mal. Ach, die Öffnung die hast du gar nicht selber reingeschnitten? Genau, die haben wir schneiden lassen, ja. Gut, bei dem Preis. Achso, oben am Dach, wenn du mal gerade das Dach zeigst, sag mal so nett. Kriegst du ein bisschen schärfer eigentlich, die Bilder? Ja, Muss Handy anmachen, gell? mal den Hotspot mit dem Handy machen. Genau, machen wir gerade, weil die Leute sind total fasziniert, wie man sowas selber baut. Denn das ist, ich sag mal schon, sich Gedanken vorher zu machen, ist die halbe Miete, oder? Ja, wir haben uns auch überlegt, ob wir die Löcher selber reinschneiden. Wir haben einen kleinen Fahrradanhänger, mit dem wir Tagestouren machen und haben dann aber gedacht, da braucht man eben mindestens 2 Leute und das sollte jemand machen, der das täglich macht, dass er das auch wirklich gut abdichtet, denn wenn man da am Geld spart, dann hat man wirklich an der falschen Stelle gespart, ja. Dann lieber den Boden weglassen. So, und zeig mal das nächste. Können wir ein bisschen blättern. Das ist deine Werkstatt? Das ist die Küche, das ist die Werkstatt vom Schreiner. Vom Das ist Schreiner. die Küche beispielsweise. Das ist eine ganz normale Küche wie zu Hause auch, oder? Oder hat er die ein bisschen fester gebaut? Die ist komplett auf Maß gefertigt. Aber jetzt irgendwie die Seiten nochmal Kanten zusätzlich verstärkt, das war nicht nötig, oder? Nein, aber was wir haben, das heißt, es ist alles komplett hohl gefräst, um Gewicht zu sparen. Ah, krass. Das wird man zu Hause nicht machen. Nein, Ne, brauchst du ja gar nicht. auch der Möbelbau selber, der ist komplett so gebaut worden. Dass Sag mal, das ist ein Gramm hier, ein Gramm da, was da ist, das läppert sich, oder? Ja, es ist so. Wir haben es durchkalkuliert. Wir haben im Januar eine Berechnung angestellt über die Holzflächen, die wir drin haben und über die ganzen Geräte mit ungefähr 400 Positionen, die wir mit Gewichten versehen hatten. Und das war auch nachher mit einer Berechnung, die wir natürlich machen mussten, um zu sehen, funktioniert das ganze Projekt? Ist das ganze Projekt überhaupt umsetzbar? Krass, was hätte man noch zu sehen? Die Toilette. Die Toilette. Die Toilette, ja, da sieht man noch die Vorderseite. Das war der Der Roheinbau. hohe Korpus, genau. Und dann sieht man auch auf der Rückseite da haben wir noch eine Wartungstür eingebaut, dass man auch da von hinten mal an die Toilette dran kann. Von der Fahrradgarage aus. Ja, Cinderella ja nicht ganz günstig, aber der Vorteil ist natürlich, hält ein Leben lang. Also die geben ja auch richtig viel Garantie drauf. Dann habe ich auch das Gefühl, was die machen, das ist kein Spielzeug. Das war nicht irgendeine Schnapsidee, die sie dann mal hatten, sondern das funktioniert. Ja, die ist wirklich robust, hat keinerlei Gerüche und ist umweltfreundlich. Also ich habe circa 2 Wochen Inbetriebnahme gemacht, habe alle Systeme durchgetestet, als wir fertig waren. Als allerletztes habe ich die Cinderella ausgetestet, wirklich einen Tag bevor wir losgefahren sind. Mit der typischen Banane, oder? Nein, Okay, also live. Live-Test. Da schon Ja. einmal reingestrunzt. Ja.
Das ist, genau, da vorne ist die Elektrik, sag mal. Sollen wir nochmal gucken. Also das war der Testaufbau, oder wie? Das war Testaufbau, genau, aber das kann man sich auch alles hier nochmal in echt auch anschauen. Ist der auch VDE geprüft hier? Natürlich. Gut. Sag mal, es gibt ja ein Problem, wenn Leute 230 Volt nach außen führen. Da gibt es ja spezielle FI-Schalter. Ist das vorgesehen bei dir, das rauszuführen? Wir haben jetzt keine Außensteckdose oder sowas, weil wir das eigentlich nicht vorhaben, aber wir haben den klassischen FI natürlich bei uns auch mit eingebaut. Aber ich habe nur gehört, dass irgendwie ein Problem wäre mit der Messung des Fehlerstroms, wenn die Reifen ja angeschlossen sind. Das ist das Bett, oder? Das ist das Bett, genau. Das Bett, okay. Mit der Duschschüssel drin. Ja, also man sieht auch die Außenelemente, die dann alle komplett hohl gefräst sind. Krass. Also was ja am schlimmsten ist, du bist ja genau das Gegenteil von dem, was alle machen. Alle schreien, machen da jetzt riesen Aufkleber drauf, Outdoor, Camping, irgendwelche Berge und so eine Sache. Ich meine, wer das mag, soll es machen. Aber ihr wollt einfach nicht erkennbar sein. Genau. Das war auch ganz wichtig. Wir hatten überlegt, machen wir irgendwas außen drauf, aber da haben wir ganz bewusst drauf verzichtet. Da kommt kein Kompass drauf, da kommen keine Wölfe drauf, da kommen keine Sprüche drauf, nichts. Auch nicht dieser Aufkleber mit den Kindern, die sich die Hand geben und die Eltern. Kennst du den hinten? Nein. Da gibt es so einen Hund und die geben sich alle so Strichmännchen, die geben sich die Hand und drunter stehen die Namen. Nee, wir können einfach so eine tolle Familie sein. Wir müssen das nicht nach außen Braucht das nicht. Fotos posten. Die Do-Control. Genau, da sieht man nochmal die Gasanlage. So, ich denke, ich lasse euch jetzt mal alleine. Ihr habt echt einen tollen Wohnwagen. Was ganz anderes. Ich habe sowas noch nie gefilmt, muss ich sagen. Denn selbstgebaute Wohnwagen schon, aber das ist ja jetzt, ich sag mal, von allem, was du gesehen hast. Hast du meine Videos schon mal geguckt, um zu sehen, was da so gibt? Ja, deswegen bin ich ja überhaupt auch auf dich aufmerksam geworden. Ja. Weil wir mussten natürlich auch ein bisschen recherchieren. Wobei man dazu sagen muss, wir sind totale Newbies. Wir haben vor einem guten Jahr angefangen mit dem Thema Camping überhaupt uns erst zu befassen. Ja. Und das ist dann das Ergebnis gewesen jetzt. Das ist der erste Versuch. Aber der ist ziemlich gelungen, oder? Ja, wir haben vorher noch nie Wohnwagen gefahren, noch nie Wohnanhänger gefahren und haben es gleich richtig gemacht. Zeig nochmal ein Foto mit den 3 Fahrrädern. Der Rädern. Das ist vielleicht noch mal richtig Ja. schön. Das mit den Rädern ist auch genial. Das heißt, du hast es so gebaut, dass du nicht jedes Mal warte mal, ich zeig's mal gerade, dass du nicht jedes Mal die Lenker demontieren musst, gell? Genau, das oder war Räder, uns, das war Vorderräder. uns ganz wichtig. Ich möchte keine Vorderräder ausbauen, ich möchte keine Lenker querstellen, keine Pedale abschrauben oder sowas. Deswegen die Räder passen da so 1:1 rein, lassen sich einmal festgurten. Da sieht man, da sind die Getränkekisten auch noch mit dabei. Das passt alles ganz gut da hinten rein. So, das Gewicht, das Austarieren, das ist ja auch so eine Sache. Das heißt, du hast den Wassertank 300 Liter bewusst nach vorne gewählt. Genau, den haben wir bewusst nach vorne gewählt. Einmal klar, wir müssen natürlich irgendwo das Wasser unterbringen, irgendwo stehende Kästen oder sowas. Da wollten wir eigentlich keine Grundfläche für hergeben. Und haben dann ganz bewusst Batterie, Kühlschrank, Cinderella, den Backofen, das ganze Technische, auch die Heizung haben wir nach hinten gebracht, plus die Fahrräder halt nach hinten. Und somit haben wir wirklich ein super austariertes Gewicht und kommen so auf rund 100 Kilo Stützlast. So, ich habe dich mal gerade wieder aufgezogen. Das war uns meine Hand links. Ja, Ja, so, ich muss los. Ich muss meine Tochter noch zum Hahn bringen, solange es ihn noch gibt. Denn die fliegt zurück nach Lettland. Aber Family, was haben die gesagt, so eure Bekannten zu eurem Projekt? Ist das schon mega, oder? Ja, genau, die finden das alle schon klasse und lassen sich das alle zeigen. Jetzt können sie es bald bei dir im Kanal sehen, da sagen wir, schaltet Saarland-Fernsehen ein. Ja, genau. So, da vorne ist noch ein zweites Teil. Also der ist wirklich toll. Was natürlich so ist, deine Frau hat es schon gesagt, das muss ja nicht die Ausstattung sein. Das heißt, der reine Kühlkoffer 15 Kilo. Ist das mit Steuer, die 15 Euro? Mit Mehrwertsteuer. Dann, ich sag mal, die Arbeitszeit, wenn jemand sich da natürlich viel selbst bauen würde weniger Handwerker beauftragen, dann wäre es auch wieder billiger, oder? na klar, wenn man den Möbelbau selber macht, dann wird es schon eine Ecke günstiger. Wenn man die Löcher selber reinschneidet, wird es eine Ecke günstiger. Aber so im Großen und Ganzen, sage ich mal, holt man sich natürlich auch die passenden Partner mit ins Boot. Ich habe auch Du bist so hier, weißt du, hier mit dem Bauhelm und so. Da gibt es so Gewerke und man sollte das machen, was man selber kann. Ich nehme an, Elektrik hast du selber gemacht? Genau, Elektrik habe ich teilweise sogar nur selber gemacht. Ich bin tatsächlich, sage ich mal, Bauplaner. Also ich plane Gebäude. Okay.
Und somit bin ich eher auf der Planungsseite und das ist dann auch das, was mir gut gelegen hat. Deswegen habe ich es geplant und nur teilweise mitgeholfen beim Bauen. Die Logistik. Genau. Ja. So. Und es war auch nicht so belastend. Also es gibt ja Leute, die bauen hier an so einem Projekt ja Jahre. Wir wollten auch fertig werden. Wir wollten Ja. dann auch in Urlaub fahren und da hat es sich auch gelohnt, die Menschen mit ins Boot zu holen, die es richtig gut können. Also die Möbel hätten wir nie so hinbekommen, wie das der Tobias geschafft hat. Also das ist schon so toll. Der Tobias von Firma heißt wie? Jung Innenausbau. Jung Innenausbau, man darf die nennen, oder? Man darf die nennen, natürlich. Der freut sich auch. Ja. Man kann sich bei dem auch weitere Fahrzeuge anschauen, die er selber schon gebaut Also hat. Jung Innenausbau in Hartenrot. Hartenrot. Hartenrot, ja. Okay, so ist das. Genau. Und das war mehr oder weniger ein Zufall gewesen, dass wir auf den Tobias kamen. Und zwar von Anastasia, die Reitlehrerin. Das ist die Mutter von einer Arbeitskollegin von mir und die sagte mir, hier, frag doch mal den Tobias, der baut gerade für den und den einen Sprinter aus. Und dann haben wir das so gemacht. Und dann war das tatsächlich der passende Partner für uns gewesen. Das hat auch wirklich super funktioniert. Ich finde hier den Tisch finde ich so genial. Der hat genau die Größe, die du brauchst. Wenn du wirklich dich mal anlehnen willst. Die Polster, wo habt ihr die machen lassen? Die haben wir auch bei einem Polsterer machen lassen, bei Schomerus. Schomerus? Schomerus, genau. Schomerus. Ja. Der hat uns die auch komplett auf Maß gefertigt. Wir haben eigentlich nur noch die Farbmuster rausgesucht. Wie wollen wir sie haben? Wie wollen wir sitzen? Etwas weicher, etwas härter. Und dann haben wir bauen lassen. Und die Matratzen, die haben wir unten drunter auch so. Kannst dir mal das Spannbetttuch so ein bisschen wegheben. Das heißt also, wenn das Spannbetttuch nicht drauf ist, auch dann sieht es noch schön aus. Okay, das heißt, man kann sich auch so drauflegen. Genau. Man kann es abziehen eigentlich oder ist das super viel Arbeit? Das ist ein Reißverschluss, Ja. komplett dann. Aber ist schon Arbeit, die draufzuziehen, ne? Wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht, aber das wird vielleicht irgendwann mal kommen. Super. Das ist auch daheim Arbeit. Ja. Toll, jetzt habe ich es mal wieder geschafft. Jetzt habe ich so lange moderiert. Alia, gell, heißt du? Ja. Ah, ich kenne deinen Namen. Alia, Anna und Boris. Boris. Das sind die einfachen. So, dann noch viel Spaß. Was ist da zu lesen? Was liest du gerade? Hufschlagfiguren. Oh mein Gott. Gut, dass ich kein Mädchen bin, sage ich immer. Ja, das ist so. Aber es ist so, ist das nicht ein Traumreiten so ein bisschen? Ja, Was ist so schön am Reiten? weiß nicht. Also es ist halt schön, dass man mit einem Tier zusammenarbeitet und dass man dann halt zusammen Erfolge erzielen kann. Sind die Schlaupferde? Ja, die sind sehr schlau. Okay. Ja, ich habe nur Hunde. Also habe ich manchmal das Gefühl, die sind nicht so schlau. Aber vielleicht liegt es einfach an mir. Gut. Ja, vielen Dank erstmal, dass du bereit warst. In der Schule, du bist jetzt in der 7. oder was? Ja. Der Abi ist ja schwer. Das ist jetzt, glaube ich, mit 17, 18 macht man das, oder wie? Weißt du gar nicht. Ist noch nicht so weit. Okay. Tschüss, Anna. Tschüss. Alles Gute. So, schnell mal zur Mama gehen. Auch dir wünsche ich alles Gute. Es geht jetzt wohin? Es geht jetzt weiter zu Freunden nach Salzbergen. Salzbergen, wo liegt das? Das liegt bei Münster. Das Greven und Lingen in der Nähe. Da war ich, das ist schon eine Ecke. Da fährst du von hier aus 5 Kilometer. Stunden. Ja. Ja, vielleicht sogar 6 Stunden. Vielleicht Wir sogar fahren mit unserem Anhänger 80, Mhm. wollen da ja auch nichts riskieren und machen dann vielleicht zwischendurch nochmal in Köln einen Stopp und suchen uns ein Stahlwerk aus, was funktioniert, damit wir nochmal einen Kontrast zu dem Stahlwerk haben, was jetzt als Weltkulturerbe in Saarbrücken steht. Das Stahlwerk hier nebenan funktioniert übrigens in Völkling. Ist glaube ich, das längste Gebäude der Welt, das zusammenhängende. Ich meinte, das ist ja nicht mehr in Betrieb. Doch, ist hier nebenan in Völkling, ist die Völklinger Hütte. Ja, hier drüben. Ja. Genau. Ach so, Ja. Die machen dort Drähte, glaube ich. Also da ist das Gebäude ist deswegen so lang. Man kann an der Autobahn, ich glaube, 6 oder 7 Minuten vorbeifahren am Gebäude. Und dann ist das Gebäude noch nicht zu Ende. Ist aber nicht, glaube ich, in dem Areal hier. Ist ein anderes Areal. Ist Saarland schön? Jetzt im Winter nicht so, ne? Oder geht? naja, also Völkling ist total schön und immer ein Besuch wert. So, hat sie schon gesagt. Ja. Lieber Bürgermeister von Völkling, ihr habt es gehört. Völklinger Hütte. Das war so gesetzt. Habt ihr mal geschaut, was man machen kann? Oder wart ihr schon mal hier im Völklinger Hütte? Nein, also ich war selber noch nicht hier, deswegen, Alia war ja vor 2 Monaten oder 3 Monaten schon mal hier beruflich und dann haben wir gesagt, nehmen wir heute den Ort nochmal mit auf die Reise. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Denn ich bin im Moment ein bisschen eng, weil meine Frau gesagt hat, jetzt im Urlaub, du machst hier keine Termine außerhalb. Ja, die hat auch heute schon gefragt, na, wie sieht's aus, wo gehst du hin? Da habe ich gemeint, ja, ein Dreh hier Völkling und sie sind extra zu uns gekommen. Aber ihr habt echt einen tollen Wohnwagen. Herzlichen Glückwunsch. Auch die Bettwäsche mag ich. Ton und Ton mit den anderen Sachen. So, tschüss euch beide. Genau, wenn du mal kurz kommst, Anna, dann dürft ihr euch mal
Das ist übrigens auch interessant, man kommt hier runter. Das auch ohne. Gut, jetzt ist barrierefrei, ist im vorderen Bereich. Aber das Bad ist auch barrierefrei eigentlich, ist auf einer Ebene. Ja. Genau. Erinnere ich mal gerade hier so daneben als Abschlussbild heute am, was haben wir heute? Heute ist der 27.12.2021 aus Völklingen. Wenn ihr mal herkommen wollt, großer Stellplatz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss euch allen. Ciao. Danke.